Meine letzte Wohnung in Deutschland verlangte von mir, den Treppenaufgang zum Dachgeschoss ausschließlich mit dem rechten Fuß voran zu begehen. Watscheltreppe nennt man eine, bei der jede zweite Stufe halb ausgespart ist, weshalb man sie raumsparend etwas steiler anlegen kann. Als Linksfüßler tut man sich damit etwas schwer. Der Instinkt will einen immer mit links beginnen lassen, doch da tritt man ins Leere. Beginnt man stattdessen mit rechts, dann funktioniert's, fühlt sich aber sowas von falsch an. Das ist ja, als würde man als Rechtshänder mit dem Zähneputzen auf der rechten Seite beginnen. Oder den falschen Arm zuerst durchs Ärmelloch schieben. Während ein unbeteiligter Zuschauer gar nicht bemerken würde, dass ich etwas falsch mache, würde es sich für mich persönlich aber sehr, sehr seltsam anfühlen und ein innerer Widerstand würde versuchen, meinen Fehler zu korrigieren. Warum eigentlich? Die Treppe ist erklommen, die Zähne sind geputzt, der Pullover sitzt. Was gibt's denn da zu meckern? Habe ich etwa keinen freien Willen? Kann ich mein Hemd nicht anziehen, wie es mir gerade passt? Schon, aber mein Nervensystem ist schneller als meine Handlungsmodifikationsstrategiemaßnahmen. Für eine Unterbrechung des Handlungsmusters, ohne durch innenarchitektonische Maßnahmen oder zugenähte Ärmel dazu gezwungen worden zu sein, muss man das Einsetzen des Automatismus überhaupt erst einmal bemerken. Egal, was bei Ihnen persönlich automatisch abläuft, das Nervensystem ist verdammt schnell. Sie haben eine Zehntelsekunde Zeit, die automatische Handlung zu verhindern. Eher weniger, also seien Sie achtsam. Bevor man sich daran erinnert, es diesmal anders machen zu wollen, hat man es schon wieder genau so gemacht, wie man es halt immer macht. Vielleicht verfügen wir ja über einen freien Willen. Wenn es aber um die Änderung von Entscheidungen und Gewohnheiten geht, arbeitet unser Nervensystem mit aller Kraft dagegen an. Automatismen nehmen uns Arbeit ab und sparen Energie. Das Gewicht des Gehirns beträgt zwar nur 2% des Gesamtkörpergewichts, sein Energieverbrauch liegt dagegen bei 20%. Also beim aktiven Denken. Beim Abspulen von Automatismen geht der Energieverbrauch zurück. Im Prinzip handelt es sich also um einen Denkstreik und wenn man die Watscheltreppe mit links beginnen will, dann brandmarkt es uns als Streikbrecher. Und das ist das komische Gefühl, das uns beschleicht, sobald wir etwas Gewohntes durch etwas Ungewohntes ersetzen wollen. Praktisch, aber gelegentlich auch etwas hinderlich. Zum Beispiel, wenn jemand sich vornimmt, eine lästige alte Gewohnheit endlich abzulegen. Sagen wir zum Beispiel Rauchen. Oder eine typische Reaktion auf ein bestimmtes Verhalten anderer. Der nervt mich halt und ich reagiere verärgert. Aber warum eigentlich? Person X schmatzt beim Essen. Wow. Person Y spricht mich mit meinem Kosenamen aus Kinderzeiten an. Ich sollte eigentlich drüber stehen, sagt mir mein Denkapparat, nachdem ich auf die alte Weise reagiert habe. Na toll. Hätte er das nicht besser vorher sagen können? Eher nicht. Das wäre ja anstrengend gewesen. Lieber später Selbstvorwürfe machen. Das geht nämlich ebenfalls automatisch und ist eine Funktion des Ruhezustandsnetzwerkes im Kopf, das immer, Obacht, genau dann einsetzt, wenn wir nicht aktiv denken, weil es ebenfalls energiesparend arbeitet. Ein neuer Gedanke kostet Kraft. Die Wiederholung eines alten kostet nichts.
Was eingeschliffen ist, lässt sich nicht so einfach ausschleifen. Alles in einem wehrt sich und lässt einen fühlen, als mache man etwas falsch. Mein freier Wille und meine Entscheidungsfreiheit wird von Automatismen beschränkt. Und schon bin ich gereizt, wenn Oma, meine Äußerung satt zu sein geflissentlich überhörend, eine weitere Schaufel Kartoffelpüree auf meinen Teller klatscht. Kind, du musst was essen. Schon bin ich auf 180 und erkläre mit zusammengepressten Zähnen, nein, Oma, muss ich nicht. Hier kämpft aber nicht Oma gegen Enkel. Hier kämpft Oma-Automatik gegen Enkelautomatik, ganz ohne unser beider bewusstes Zutun. Die selbsttätig ablaufenden Muster sorgen dafür, dass beide Beteiligten am Ende sauer sind. Wir streiten uns und der Grund liegt in alten Verhaltens- und Reaktionsmustern, nach denen im Grunde kein Hahn mehr kräht. Nur unser Nervensystem hält den Unsinn noch irgendwie für relevant. Wie kommen solche unerwünschten Handlungen zustande und weshalb fühlt es sich trotzdem falsch an, wenn wir die Muster zu durchbrechen versuchen? Nun, es gibt eine Reihe von Faktoren, die in der Lage sind, den freien Willen einfach auszuknipsen. Ein wichtiger davon ist die Beeinflussung durch die Umgebung. Neugeborene haben im Prinzip die Möglichkeit zu freien Entscheidungen. Letztendlich entscheiden sich aber alle Kinder von chinesischen Eltern dazu, Chinesisch zu lernen, während Kinder polnischer Eltern Polnisch lernen. Zwar kann das menschliche Gehirn jede beliebige Sprache lernen, doch passt es sich vorzugsweise seiner Umgebung an, was zwar eine weise Entscheidung ist, aber keine freie. Also wie funktioniert jetzt die Entscheidungsfindung? Zunächst einmal beeinflusst uns jedes Vorwissen. Demnach müsste gar nichts zu wissen völlige Unbefangenheit und Entscheidungsfreiheit gewähren. Schon, hat aber auch seine eigenen Nachteile. Wenn ich gar nicht weiß, dass viele Menschen dunkelhäutige Menschen hassen, dann kann ich mit Okonkwo ganz unbefangen Freundschaft schließen. Wenn ich nicht weiß, dass Kolibakterien sich in meinem Hähnchen tummeln, kann ich mich genauso leicht vergiften. Nichtwissen ist nicht per se ein gutes Kriterium für Objektivität und Neutralität. Als unbeschriebenes Blatt kann ich mir fest angewöhnen, jede Treppe zuerst mit dem linken Fuß zu besteigen oder meinetwegen auch dem rechten, ohne dass ich dafür einen besonderen Grund brauche. Und das geht so. Entschlüsse werden in den Basalganglien des Gehirns gefasst. Stellen wir uns deren Wirkungsweise wie die Startboxen von Pferden auf der Rennbahn vor. Einzig durch Klappen werden sie vom Losrennen abgehalten. Die öffnen sich erst, wenn der Startschuss fällt bzw. die Entscheidung getroffen ist. Das heißt, die Pferde sind schon startbereit. Die Entscheidungen trappeln quasi mit den Hufen und warten darauf, abgerufen zu werden. Das beschleunigt natürlich die Entscheidungsfindung. Ich muss meine Pferde nicht erst aus dem Stall holen, vorbereiten, sich warm laufen lassen, satteln und in die Startbox führen. Das wäre im übertragenen Sinne die Informationssuche und Abwägphase. Nö, die stehen da schon. Sie werden nur blockiert. Irgendwo wurde bereits eine Vorauswahl getroffen. Die Treppe auf Händen hochzulaufen, mit Hilfe eines Seils ins Obergeschoss zu klettern, sich von jemandem hochtragen zu lassen, rückwärts zu laufen, weil ich dann mit meinem gewohnten linken Fuß beginnen kann, und andere Möglichkeiten haben es nicht einmal in meine Vorauswahl geschafft. Nur halbwegs akzeptable Möglichkeiten stehen also da in den Startboxen und warten darauf, abgerufen zu werden. Das beschleunigt, wie gesagt, die Reaktionsgeschwindigkeit. Was besagt, dass jede Meinungsbildung auf bereits vorhandenen Meinungen basiert.
Wir kennen das schon. Wer laufen will, muss erst krabbeln können. Wer sprechen will, muss erst brabbeln können. Wer sich zwischen Spaghetti und Fischstäbchen entscheiden soll, der muss beides schon mal gekostet haben. Wer einen Entschluss fassen möchte, tut das immer auf der Basis bereits zuvor getroffener. Das ist die Vorauswahl, deren wir uns nicht einmal mehr bewusst sind. Die Möglichkeiten, die es in die Endauswahl geschafft haben, werden vorläufig noch von den Startklappen blockiert. Der Losrennverhinderer im Gehirn heißt, Überraschung, Dopamin. Dieser Neurotransmitter bestärkt normalerweise die Ausführung von Handlungen. In diesem Falle verhindert er eine. Die Pferde, die kennen das. Sie wissen, gleich geht's los. Dann gibt es kein Zögern, sondern nur noch Handeln. Doch jetzt kommt's. Anders als beim Pferderennen gehen beim Fällen der Entscheidung im Kopf nicht alle Klappen gleichzeitig auf, sondern nur eine einzige. Das Dopamin, das hier eine inhibitorische Funktion hat, so nennen Physiologen das Blockieren einer Nervenreizübertragung, wird durch den Startschuss selbst blockiert. Ein Funke darf springen und ich entscheide mich für den vor Türchen C. Hat sich die getroffene Entscheidung als hilfreich erwiesen, bringt Dopamin anschließend ein positives, wohliges Gefühl, weshalb es auch als Belohnungstransmitter bezeichnet wird. Es macht also mehr als nur unerwünschte Handlungen zu unterdrücken, es fördert gleichzeitig auch erwünschte. Dadurch prägt sich alles Gelernte doppelt gut ein. Stehe ich vor der Wahl, mich auf den Weg zum Zahnarzt zu machen oder den Behandlungstermin abzusagen und entscheide mich fürs Absagen, spüre ich ein Gefühl der Erleichterung. Der Stress und die Angst lassen nach und das beweist mir, die Entscheidung war goldrichtig. Prompt belohnt mich mein Gehirn mit einer Portion Dopamin für diesen weisen Entschluss. Mache ich das nur oft genug, verfestigt sich die Struktur und ich habe gelernt, der Angst nachzugeben, entspannt. Das Gedächtnis merkt sich diese Entscheidung. Stellt sich später eine vergleichbare Frage oder Aufgabe wie, soll ich mich vielleicht auf Demenz testen lassen? Geht die Klappe vor Pferd C etwas schneller auf und spiegelt unsere Vorliebe bzw. Haltung oder Einstellung einer Sache gegenüber. In diesem Falle Arztbesuche vermeiden, fühlt sich gut an. Offenbar haben wir die Startklappen der anderen Pferde schon mal vorsorglich mit Hilfe unserer Dopaminnägel versperrt, zugenagelt und damit die anderen Möglichkeiten ausgeschlossen, während wir die für Türchen C erst gefördert, dann geölt und schließlich automatisiert haben. Manchmal wissen wir dann gar nicht mehr, aus welchem Grund wir uns für oder gegen irgendetwas entscheiden. Es fühlt sich halt irgendwie richtig oder irgendwie falsch an und wir halten es für unser Bauchgefühl. Eine Methode, sich selbst auf die Schliche zu kommen, gibt es durchaus. Nicht 100%ig, aber naja, immerhin. Man muss sich dazu ein bisschen selbst austricksen. Lassen wir eine Münze entscheiden. Wer soll es sein? Beate oder Trixie? Ich werfe die Münze in die Luft und fange sie wieder auf. Doch bevor ich nachschaue, frage ich mich, wäre ich enttäuscht, wenn Kopf bzw. Zahl oben läge? Spitzt man seinen inneren Konflikt auf diese spielerische Weise zu, kann man sich seiner unbewussten Wünsche und möglicher Enttäuschungen bewusst werden. Wie oft hat man schon lange vor der Fragestellung einige der inneren Rennpferde nicht nur gebremst, sondern gleich ganz vom Rennen ausgeschlossen, ohne es überhaupt zu wissen. Da geht zuerst der rechte Arm durchs rechte Ärmelloch, der linke Arm muss warten. Der Sieger unseres Entscheidungsrennens steht demnach oft schon fest, bevor der Startschuss fällt.
Das erlaubt mir, mich beim Anziehen weiter zu unterhalten, statt mich auf die Ärmelwahl konzentrieren zu müssen. Denn die läuft ja jetzt ab, ganz ohne Gehirnschmalz in Beschlag zu nehmen. Den kann ich stattdessen für etwas anderes nutzen. Magst du einen Kaffee, Trixie? Dumm nur, wenn ich zur Antwort bekomme, ich heiße Beate und bevorzuge Tee. Vielleicht hätte ich doch keine Münze werfen sollen. Entscheidungen zu treffen ist nun mal nicht einfach. Aber wenn wir sie einmal getroffen haben, dann können sie unser ganzes weiteres Leben beeinflussen. Entscheiden wir uns häufiger ins Schwimmbad als in die Turnhalle zu gehen, dann werden wir zukünftig diese Frage gar nicht mehr entscheiden müssen, sondern ohne darüber nachzudenken direkt ins Schwimmbad gehen. Und es wird sich sehr seltsam anfühlen, wenn wir uns aufgrund der Überredungskünste eines Freundes dann doch einmal für die Turnhalle entscheiden. Es ist einfach nicht richtig für mich. Ich bin doch ein Schwimmer, kein Turner. Ups, jetzt hat, was einst eine Wahl war, begonnen, meine Identität zu beeinflussen und prägen. Als ich 15 war, wurde mir von den coolen Typen eine Zigarette angeboten. Wer hätte da schon Nein gesagt? Endlich gehörte ich selbst zu den coolen Typen. Als ich 30 Jahre alt war, gab es von mir kaum ein Foto, auf dem ich keine Zigarette in der Hand hielt. Damals gab es, den Jüngeren unter uns wird es kaum glaubhaft erscheinen, in den Zügen der Bahn Raucherabteile. Das war keine Entscheidung mehr, in welches Abteil ich mich setzte beim Bahnreisen. Ich war ja schließlich Raucher. Rauchen hatte mich so viel Gutes gelehrt. Ich gehörte zu den Coolen. Ich hatte ein probates Antistressmittel zur Hand, das nicht mal verschreibungspflichtig war. Es gab eine prima Verdauungshilfe nach fettem Essen, es förderte die Gemütlichkeit, es brachte einen in Kontakt mit anderen Rauchern und so weiter. Einfach super klasse, nur Vorteile. Und jetzt nach dem Essen keine zu rauchen, das wäre seltsam. Da fehlt doch etwas, das ist doch nicht normal. Rauchen gehört einfach dazu, da denke ich nicht mal drüber nach. Kaffee und Zigarette nach dem Essen, das fühlt sich an wie damals beim Schuleschwänzen im Café Sander. Etwas Falsches fühlt sich auf einmal richtig an. Dankeschön, Dopamin. Jetzt sind wir vom Banalen wie Treppensteigen und Zähneputzen schon zu etwas Wichtigerem und auch noch Schädlichem gekommen, das auf denselben Strukturen basiert. Und es kann noch ärger kommen. Bessel van der Kolk, der niederländische Psychiater, berichtet davon, dass Kinder sich in Pflegefamilien gerade dann daneben benehmen, wenn sie bei liebevollen Leuten untergekommen sind. Bei ihnen, sagt er, steht das Leben Kopf, wenn sie bisher nur eine dysfunktionale Umgebung kannten. Kinder in Pflegefamilien wissen oft nicht, was sie davon halten oder wie sie reagieren sollen, wenn man ihnen mit Liebe und Großzügigkeit begegnet. Van der Kolk stellte fest, Unhöflichkeit ist ihnen vertrauter, Zynismus verstehen sie. Das Unbekannte, Ungewohnte, das lehnen sie ab. Es ist ihr Kopf und ihr Bauch, die sie davor warnen. Ihr neues Leben fühlt sich einfach nicht richtig an. Es hilft, das zu wissen. Klienten tun nämlich oft genau das, was ihnen schadet, nur weil es ihnen vertraut ist. Wenn wir Blütenessenzen einsetzen, sollten wir uns dessen bewusst sein. Je länger ein ungesunder Zustand andauert, desto länger wird es auch dauern, bis man die alten Muster quasi überschrieben hat. Die Nägel in unseren Startboxen, die sind mittlerweile sozusagen verrostet und die kriegen wir nicht mehr so leicht raus. Keiner entscheidet sich aber letztendlich freiwillig dafür, in Situationen Angst zu haben, die anderen ganz normal vorkommen. Im Gegenteil, jeder wünscht sich, es genauso erleben zu können.
geht aber nicht. Die inneren Pferdchen rennen immer in die gleiche Richtung, nämlich Angst haben und vermeiden. Das zu berücksichtigen führt uns zu bestimmten Blütenmitteln, die die Wirkung derer konsolidieren können, die uns als erstes eingefallen waren. Mimulus zum Beispiel ist ja die Bachblüte, die Angst vor bestimmten, benennbaren Dingen lindert. Manchmal reicht das aber nicht. Ein wenig Unterstützung können die Mittel bringen, die helfen, gewohnte alte Muster hinter sich zu lassen. Da muss als erstes natürlich eine andere Bachblüte genannt werden, Chestnut Bud, die Kastanienknospe. Die wird verwendet, wenn man sich im Kreis dreht und Erfahrungen immerzu wiederholt und wiederholt, obwohl man inzwischen erkannt hat, dass man damit einfach nicht weiterkommt. Die Windenessenzen sind bekannt dafür, dass sie einem aus Abhängigkeit helfen können. Da ist es eigentlich egal, welche Sie wählen, unsere einheimische Ackerwinde oder die Zaunwinde oder die ursprünglich aus Mittelamerika stammende Prunkwinde, die wir vielleicht als Morning Glory kennen, die es mittlerweile auch in unsere europäischen Gärten geschafft hat. Oder das Windentrio aus gleich allen dreien. Wenn man Interesse daran hat, gleich ganz auf Null zurückzugehen und eine ursprüngliche Originalität und Unbefangenheit zurückzugewinnen, aber Achtung, das hat ja seine Fallstricke, wie ganz am Anfang erwähnt, dann kann man jedenfalls auch auf die Orchidee Purify zurückgreifen. Wichtig ist einfach im Kopf zu behalten, dass das eigentliche Problem, das jemand lösen möchte, sich oft als eine lang andauernde Gewohnheit verfestigt hat, was man bei der Wahl der passenden Essenzen berücksichtigen sollte. Hilfreich ist auch, die Menschen darauf vorzubereiten, dass sich die Entwicklung seltsam, komisch, unnatürlich anfühlen wird. Das mag unangenehm sein, ist aber ein gutes Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Man kann sie auch ruhig wissen lassen, dass sich das seltsame Gefühl nach einer Weile der Gewöhnung in ein Vertrautes verwandeln wird. Was gerade noch komisch war, ist jetzt das neue Normal.